Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte Sie im Namen der SPD-Ratsfraktion ganz, ganz herzlich zu unserem diesjährigen Frühlingsfest hier auf dem Bildungscampus begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gekommen ist. Wir wissen, der Freitagabend ist kein ganz günstiger Termin, aber diese Räumlichkeiten sind die Woche über belegt. Und von daher ist das also nicht möglich, in der Woche hier zu feiern. Deswegen haben wir uns für den Freitag entschieden. Ich möchte nicht jemanden vergessen bei den Begrüßungen, deswegen werde ich keinen Namen nicht begrüßen, dann kann man auch keinen vergessen. Alle sind ganz herzlich begrüßt und wir freuen uns. Ich möchte Herrn Christian Dahm, unseren Landtagsabgeordneten, entschuldigen, der sitzt noch in Düsseldorf in einem Ausschuss, der wollte eigentlich heute Abend gerne auch kommen und uns ein bisschen was erzählen aus Düsseldorf, geht leider nicht. Er lässt ganz herzlich grüßen, vielleicht sitzt er jetzt schon im Zug, dass er dann vielleicht nachher noch dazu stößt, aber wie gesagt, im Augenblick kann er noch nicht da sein. Ich übergebe jetzt an Herrn Besler, der auch gerne im Namen des Stadtverbandes noch ein paar Worte sagen würde, und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ich begrüße Sie euch im Namen des Stadtverbandes zu unserem heutigen Frühlingsfest. Wir sind das zweite Mal jetzt hier. Letztes Jahr hat es uns hier so gut gefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, hier kommen wir nochmal hin. Tolle Location, aber es geht weiter. Herford entwickelt sich und im Sommer haben wir die nächste tolle Location. Dann wird ja die Markthalle eröffnen und vielleicht sind wir dann ja nächstes Jahr in der Markthalle und haben da unser Frühlingsfest. Mal sehen, ich bin gespannt. Ich wünsche uns jetzt erstmal alle einen schönen Abend. Nette Gespräche, gute Gespräche. Ich habe schon viele bekannte Gesichter gesehen, auf die ich mich freue. Einige, die kenne ich noch nicht so, auf die freue ich mich noch mehr. Ich wünsche uns einen schönen Abend und jetzt, Tim, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren und für die Rechtgläubigen, liebe Genossinnen und Genossen, kaum macht die SPD Herford ein Frühlingsfest, wird's Frühling. Ich finde, besser kann man es nicht zusammenbringen. Und ich finde es auch gut und richtig, dass wiederum das Frühlingsfest, der Frühlingsempfang der SPD Herford hier in diesen wunderbaren Räumlichkeiten stattfindet. Denn es ist ja auch ein Statement. Wir haben ja nicht wenig darüber gerungen, über die Frage, soll die Stadt aktiv es gestalten oder soll die Stadt darauf warten, dass vielleicht einer kommt? Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, wenn man das hier ansieht und man sich vor Augen führt, dass hier ansonsten vielleicht Vandalismus, kaputte Scheiben und nichts gewesen wäre, dann war es die richtige Entscheidung, dass die Stadt Geld in die Hand genommen hat und auch Glück dabei gehabt hat, weil nämlich die ursprüngliche Idee war, dass wir das hier sanieren, dass wir das A-Gebäude sanieren und das Kongresszentrum nutzen, in der Hoffnung, dass dann vielleicht einer kommt. Das war auch die richtige Entscheidung, die damals übrigens fast einstimmig getroffen wurde im Rat der Stadt. Und wir hatten dann noch das große Glück, dass die Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, Mensch, da habt ihr wieder mal einen tollen Entwurf gemacht und ihr kriegt sogar noch Fördermittel in Höhe von über 3 Millionen Euro. Ein nationales Projekt des Städtebaus, ein Leuchtturmprojekt der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und dann hatten wir das Problem, dass dann eine Fachhochschule um die Ecke kam, die einen Standort suchte. Und wir konkurrierten übrigens mit bestehenden Fachhochschulstandorten. Und Sie können davon ausgehen, dass ich die Stadt ziemlich gut angeboten habe. Und ich habe mich sehr gefreut, als es dann gelang, dass eine Fachhochschule mit einer Dependance, wenn auch erstmal für einen kurzen Zeitraum, nach Herford gekommen ist. Und dann hatten wir die große Herausforderung, dass wir dem Fördermittelgeber sagen mussten, dass wir jetzt ein anderes Gebäude nehmen müssen. Aber auch das ist gelungen, weil wir eben als Herforder gute Ideen haben und gute Argumente. Und deswegen ist es heute so, dass wir 500 Studentinnen und Studenten, Fachhochschülerinnen hier oben auf dem Berg haben. Und es ist so, dass wir vom Land dafür eine Menge Geld bekommen. Und das ist hier eine Mensa. Ich meine, ich hätte früher in der Hochschule auch gerne mal so eine Mensa gehabt. Ich habe in der Reformuniversität Bremen studiert. Da können Sie sich vorstellen, wie die Mensa ausgesehen hat, mit dem Charme der 70er Jahre. Ist schon anders hier. Und es geht weiter hier auf diesem Berg. Es geht deswegen weiter, weil wir auch noch andere haben, die die Räumlichkeiten nutzen,
Und wir sind in guten Gesprächen mit weiteren Möglichkeiten. Ich sehe den Landrat, Jürgen Müller, und wir haben beide das gemeinsame Ziel, dass hier auch Zukunft entsteht in einem wichtigen beruflichen Zweig, nämlich im Bereich der Pflege. Ganz herzlich zu begrüßen habe ich auch den Bundestagsabgeordneten Christian Schwarze. Christian Dahn, muss ich entschuldigen. Ja, wisst ihr, so ist das, wenn man sagt, eigentlich darfst du nur 5 Minuten reden, dann soll ich jetzt den ganzen Abend bestreiten, ja? Stefan, ich hatte noch nicht so viel Bier, also von daher muss das irgendwo anders dran liegen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier mittlerweile über 500 junge Menschen auf diesem Berg. Und ich weiß noch, als wir Wahlkampf gemacht haben, da haben wir gesagt, das Ziel muss sein, hier 1000 junge Menschen auf diesem Berg zu haben. 2015 habe ich hier mit den britischen Soldaten, mit den Colonels und den ehemaligen Generälen noch gefeiert. 2 Jahre später war das hier eine Mensa. Das ist Lichtgeschwindigkeit im Rahmen von Stadtentwicklung. Und genauso wird es auch gelingen, die Gebäude für die Studentinnen und Studenten auf der anderen Seite zu errichten. Kann man über Geschmack streiten. Aber ich glaube, alleine aus einer Kaserne einen Bildungsort zu machen, ist ein verdammt gutes Statement, meine Damen und Herren. Gerade in der heutigen Zeit. Ich sage es mal so rum. Wir haben weitere wunderbare Leuchtturmprojekte. Die Markthalle ist ebenfalls ein nationales Projekt des Städtebaus. Auch da hatten wir als Stadt die richtigen Argumente und die richtigen Ideen. Ich weiß das noch wie heute, als wir den Antrag geschrieben haben. Man war in der Stadt Herford damals im Jahre 2015. Naja, lass den mal machen, wird sowieso nichts. Man hatte diesen Gelingensenthusiasmus, den ja Ostwestfalen manchmal so auszeichnet, ganz weit vor sich getragen. Ja, und auf einmal kam dann das Schreiben damals von der Ministerin Henrichs: Herzlichen Glückwunsch, Sie kriegen 3 Millionen Euro, Sie sind ein Leuchtturmprojekt der Bundesrepublik Deutschland. Und natürlich habe ich mich auch ein bisschen geärgert, als dann gesagt wurde, ja Bürgermeister, hast ein bisschen zu viel versprochen, damals in Martha, wir können das nicht schaffen mit der Eröffnung. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Weil die Gründe nachvollziehbar sind, warum es länger gedauert hat. Ich hätte mal die Öffentlichkeit hören wollen, wenn wir gesagt haben, naja, um den Termin zu bezahlen, haben wir Fantasiepreise bezahlt. Ich glaube, das wäre nicht sinnvoll gewesen. Und natürlich haben wir auch ein paar Glücksfälle gehabt. Zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, mit den jungen Damen als Start-up im Rahmen eines Biomarktes in der Markthalle zu agieren. Und natürlich geht es auch darum, passgenau die Stände zu bauen. Und deswegen ist es richtig, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Es ist nachvollziehbar für mich. Man kann erst dann einen Stand richtig bauen, wenn man weiß, wer ihn benutzt. Und wenn man ein altes Schätzchen anfasst, dann erlebt man Überraschungen. Und so ist das auch in dieser Markthalle. Und es ist richtig gewesen, die Entscheidung zu treffen, wir machen das Dach auf und sorgen für mehr Licht. Wären wir konservativ daran gegangen und hätten oben das Dach nicht angefasst, hätten wir den Zeitplan gehalten. Haben wir uns aber anders entschieden und haben dafür gesorgt, dass diese Halle mehr Licht und Ambiente haben wird als vorher. Und dann dauert es halt mal ein bisschen länger, aber am Ende wird es besser sein. Und eine Sache ist auch, dass wohl der damalige Bauherr, der da mal dran war, mehr Zement hatte als im Plan und der Boden war einfach dicker. Auch das soll auf dem Bau ja mal vorkommen. So, und deswegen werden wir nicht vor der Sommerpause eröffnen, sondern nach der Sommerpause. Und ja, es wird mehr Geld kosten. Als wir 2015 geplant haben, was etwas kosten könnte, haben wir eine qualitative Schätzung gemacht. Und im Übrigen gibt es immer 2 Möglichkeiten, als öffentliche Verwaltung daran zu gehen. Ich könnte gleich 50% draufschlagen und nachher loben mich alle dafür, dass ich 10% unter der Kalkulation geblieben bin. Davon halte ich nichts. Weil ich finde schon, man muss nach jetzigen Kosten planen und man muss transparent darlegen, wie man zu diesen Kosten gekommen ist. Und dass es einen Baupreisindex von 10% Kostensteigerung pro Jahr gibt, hat was mit Boom, mit Konjunktur, und das gönne ich jedem, zu tun.
aber ist nicht voraussehbar bei Planung. Oder hätte jemand von Ihnen gewusst, dass die Baupreise jedes Jahr 10% steigen werden, 2015? Und hätte ich es in die Vorlage geschrieben, ich würde darum wetten, die Debatte wäre gewesen, naja, 5 reichen auch. Könnte ja so sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden nach der Sommerpause eine hervorragend sanierte Markthalle haben. Und ich sage auch ganz ehrlich, ganz, ganz herzlichen Dank an all die, die das machen. Weil wir werden, und das ist das eigentliche Erfolgserlebnis, eine Markthalle haben, wo die Stände vermietet sind. Die wird im vollen Besatz losgehen. Mit tollen Produkten, bio, regional, neue Produkte, mit interessanten Dingen. Und das wird etwas werden, wo man uns drum beneiden wird. Bin ich fest von überzeugt. Und da kann man sich auch mal 3 Tage länger für Zeit nehmen. Das ist gar nicht schlimm. Das ist ärgerlich, aber das ist nicht schlimm. Und vielleicht etwas zu den Kosten. Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Markthalle nicht anfassen? Ich erinnere mich noch gut an den Wahlkampf, den wir damals hatten. Was sind denn Ihre ersten Projekte? Und ich habe damals schon gesagt, diese Markthalle verdient es, dass sie herausgeputzt wird. Und es war richtig, das zu tun. Und wo gehobelt wird, fallen auch Späne, meine Damen und Herren. Und eines ist doch klar, bei jedem Bauprojekt, wo Sie in alten Beständen sind, laufen Sie die Gefahr, dass Sie das ein oder andere finden, was Sie nachher zu bezahlen haben. Aber am Ende haben wir und werden wir eine Markthalle haben mit einem wunderbaren Rathaus. Und dann haben wir das nächste Projekt, das archäologische Fenster am Münster. Und da nochmal ganz herzlichen Dank an den Bundestagsabgeordneten, der mal mitgeholfen hat, mal eben 1,7 Millionen locker zu machen, damit endlich das realisiert wird, worüber man sich ganz viele Jahre unterhalten hat in dieser Stadt. Ich erinnere mich, ja, da kann man auch einfach mal klatschen und Danke sagen. Weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht normal, dass die Zuständige für Kultur der Bundesrepublik Deutschland vom Bundestag gesagt bekommt, und im Übrigen, du kümmerst dich jetzt um Herford. Das ist kein normaler Förderantrag gewesen. Und ich finde es wunderbar, dass es jetzt gelungen ist, aus dem Nachlass eines wunderbaren Unternehmers im Benehmen mit dem Geschichtsverein und mit Bundesmitteln die Gründungsgeschichte unserer Stadt zu heben. Das deutlich zu machen, wo diese Stadt herkommt. Und ein ganz starkes Stück Frauengeschichte nach vorne zu stellen. Das ist super. Und ich freue mich schon drauf, wenn das da steht. Und ich freue mich schon auf die Auseinandersetzung darüber, wie wir die Geschichte erzählen werden. Und wir müssen sie so erzählen, dass sie insbesondere junge Leute interessiert. Und das müssen wir modern erzählen. Und wenn das dann fertig ist, dann haben wir da ein archäologisches Fenster, touristische Attraktion, eine Markthalle, die überregional sein wird, eine Tourismusinfo, ein wunderbares Rathaus. Und dann werden wir uns darüber unterhalten, wie dieser Marktplatz auszusehen hat. Weil der kann doch nicht so bleiben. Ich erinnere mich noch gut, als ich Bürgermeister wurde, dann guckte ich in der Weihnachtszeit, dann stand da ein Tannenbaum mit Licht mitten auf dem Parkplatz. Ich weiß nicht, haben Sie früher mal März gelesen? Alfred E. Neumann? Das war für mich irgendwie, ja, warum steht der Tannenbaum da, damit es die Autos auch schnuckelig haben? Drückt aber etwas aus von dem Stau, von der Frage, worüber man nachdenken muss in dieser Stadt. Nämlich, dass dieser Platz als Parkplatz, als einer der schönsten Plätze Ostwestfalens, schlichtweg verschenkt ist. Schlichtweg verschenkt. Natürlich werden wir darüber nachdenken müssen, wo Parkplätze entstehen. Weil spätestens, wenn wir im emissionsarmen Zeitalter von Automobiltechnik angelangt sind, ist Autofahren ja keine Sünde mehr. Und deswegen werden wir ein Parkplatzproblem haben, aber wir werden es auch lösen können. Und da haben wir auch schon Ideen, die verrate ich aber noch nicht. Ein bisschen was muss ich auch noch an Neuigkeiten ein andermal verbinden können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herford steht vor Herausforderungen. Das Thema Energiewende wird uns auch alle betreffen. Und wenn es ein Ziel zu erreichen gilt, und das will ich gerne formulieren, das werden wir nicht heute oder morgen erreichen, dann muss auch für Herford das Ziel gelten, eine CO2-freie Stadt zu sein.
Weil wenn Sie erreichen wollen, dass wir auf dieser Welt ökologisch anständig uns bewegen, dann müssen Sie das in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Kreis hinbekommen. Und das schaffen wir. Nicht durch Verzicht, sondern durch Technik, durch Innovation, durch Intelligenz. Und auf der anderen Seite, da werden wir einen neuen Stadtteil bauen mit 300, 400 Wohneinheiten. Übrigens unter Zuhilfenahme von fremden Investments. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass da jemand investieren wird in der Lage. Da braucht man kein Prophet sein in dieser Stadt. Und wir werden erreichen, dass wir da etwas bauen werden, was maßstäblich ist. Nämlich ökologisch, sozial ausgewogen, aber auch mit guter Lage. Wir werden beweisen, dass es möglich ist, Stadtentwicklung par excellence zu machen. Indem wir beweisen, dass gutes Leben umweltverträglich möglich ist und indem wir beweisen, dass gut gemischte Quartiere sich vertragen. Für die, die ein bisschen mehr haben, aber auch für die, die ein bisschen weniger haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wer soziale Interaktion in einer Stadt will, muss die Menschen zu Nachbarn machen und darf sie nicht in die Stadtteile verbannen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und deswegen stehen wir auch vor der Herausforderung in dieser Stadt, darauf zu achten, dass im Rahmen einer überhitzten Baukonjunktur und Nachfrage nicht die an den Rand gedrängt werden, die sich es vielleicht nicht so leisten können. Und im Übrigen, da rede ich nicht nur über die mühseligen und Beladenen, sondern da rede ich über den bürgerlichen Mittelstand. Im letzten Jahr sind die Häuserpreise, die Immobilienpreise in Herford um 12% gestiegen. 12%, ein Jahr. Wir haben einen massiven Siedlungsdruck aus Bielefeld und aus den Umlandgemeinden und wir hatten schon immer eine hohe Einpendlerquote. Als ich Bürgermeister wurde, hatten wir 64.500 Einwohnerinnen und Einwohner, jetzt sind wir bei knapp 68.000. Wir werden neue Kitas bauen, ist doch super, kann ich wieder was einweihen. Ja? Wir werden die Schulplanung neu definieren müssen. Wir wachsen mit Familien und das ist Zukunft und das ist richtig so und das ist gut so. Aber wir werden darauf achten müssen, dass wir über gezielte Baulandpolitik auch die Grundlage dafür haben, dass Menschen mit einem normalen Geldbeutel hier wohnen können. Weil, wenn ich einen Verdrängungsprozess im Mittelstand habe, dann trifft es nachher die sozial Schwächeren und für die wird es richtig teuer. Und das will ich nicht. Und deswegen ist es richtig und deswegen müssen wir das in Herford beschließen, dass die Stadt das selber macht, dass wir das steuern und auch nach Kriterien vergeben. Wie wird gebaut? Wie wird ökologisch gebaut? Und wie viel Fläche brauchst du wirklich zum Leben? Das hat nichts mit Dirigismus zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass man verantwortlich eine Stadt regiert, meine Damen und Herren. Herford ist gut aufgestellt. Wir haben den Haushalt gerade beschlossen und zum ersten Mal, seitdem dieser Haushalt neu berechnet wird, haben wir ein Plus. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich, weil wir die letzten Haushalte immer sehr konservativ aufgestellt haben. Wir hatten am Ende immer ein besseres Ergebnis als geplant. Das wird auch diesmal so sein. Und vielleicht auch dazu der Frage, das lesen ja in der Zeitung immer, Herford ist so hoch verschuldet. Stimmt, aber uns gehört auch eine ganze Menge. Herford hat pro Kopf die höchste Verschuldung. Mag sein. Aber gucken wir doch mal genau hin. Herford hat zum Beispiel Anteile von einer Energiegesellschaft gekauft. 20%. Ist da Großaktionär. 100 Millionen Euro stehen in den Büchern. Diese kreditfinanziert. Nach Abzug der Zinsen und des Abtrages kriegen wir eine Menge Millionen raus. Ist das jetzt schlimm? Also ich wäre froh, wenn ich privat so einen Deal machen könnte. Übrigens, diese Millionen dienen auch dazu, um eine Menge an Kultur und Einrichtungen bei uns in Herford quer zu finanzieren. Hätten wir die 100 Millionen nicht aufgenommen und es nicht da verschuldet, wäre das alles nicht möglich, meine Damen und Herren. Mittlerweile, und das ist auch eine tolle Arbeit der Geschäftsführung, schreibt die WWS schwarze Zahlen. Aber nur, weil wir da ein zinsloses Darlehen reingesteckt haben, damit da wieder was gemacht werden konnte. Und natürlich ist immer noch eine Verschuldung bei der WWS, aber denen gehören auch 3.300 Wohnungen. Und die machen Gewinne. So, ist das jetzt schlimm, da Schulden zu haben? Schlimm ist es dann, wenn ich im Dispo stecke und es fürs Essen ausgeben muss. Das ist Mist. Und da kann ich Ihnen sagen, den Dispo, den haben wir abgebaut in den letzten Jahren. Im Gegenteil,
und unser täglich Brot zu finanzieren, brauchen wir keine Kredite mehr in dieser Stadt. Brauchen wir nicht mehr. Und wir haben eine Menge Investitionskredite umgeschuldet, auf 30 Jahre fest zu 1,4%. Fast 60% unserer Kreditverbindlichkeiten sind so, auf Deutsch: Herford kann es scheißegal sein, was Draghi in den nächsten Jahren macht. Auch das haben wir gezielt genutzt. Das ist so. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wenn manche Menschen im Rat meinen, wir wären hier ganz schlecht finanziell unterwegs. Das ist schlichtweg Quatsch. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch die Zukunftsinvestitionen in dieser Stadt machen können. Weil wir intelligent wirtschaften, weil wir mit Krediten gut umgehen. Kein Unternehmen, fast kein Unternehmen in Deutschland könnte ohne Kredite große Sprünge machen. Entscheidend ist nur, was am Ende bei rauskommt. Und genauso arbeiten wir in dieser Stadt. Natürlich werden wir auch weiter die Verbindlichkeiten zurückfahren, bloß auf der anderen Seite, sage ich auch ganz ehrlich, nur damit man es mal gehört hat. Wenn wir kurzfristige Kredite nehmen, dann kriegen wir Geld. Das wäre schön, wenn das privat auch so wäre, nicht? Ich habe letztens für 3 Monate für 12 Millionen unterschrieben und kriege pro Monat über 1.000 Euro. Nicht ich persönlich, leider nicht, sondern die Stadt. Das ist krank. Das ist auch nicht gesund. Das ist giftiges Geld. Da darf man nicht mit arbeiten. Nur ganz auf diesen Dispo zu verzichten, wäre in der jetzigen momentanen Situation auch dämlich. Weil billiger kann ich teilweise Dinge nicht machen. Ich muss nur immer so schlau sein, dass ich es jederzeit verändern kann. Nämlich dann, wenn die Zinsen steigen, dann gehe ich in langfristige Verbindlichkeiten. Demografischer Wandel betrifft uns auch als Stadt, aber nicht so sehr wie andere, weil junge Menschen hierher ziehen. Auch das hat was mit Baulandpolitik zu tun. Wissen Sie, als ich vor fast 5 Jahren hier Bürgermeister wurde, ich habe es letztens mal ein bisschen flapsig formuliert, aber es ist eigentlich ein Sinnbild. Da war ich in einer Stadt, da bin ich durch die Innenstadt gegangen. Und da war ich ungefähr 13 Jahre Bürger in dieser Stadt. Dann fängst du dann an, ging es an einem Hansebrunnen vorbei. Man soll über Geschmack nicht streiten. Aber der stand mittendrin. Schräge Bäume und kein Mensch konnte sehen, dass da überhaupt eine Fußgängerzone ist in dieser Stadt. Und das Pflaster war entsprechend. Also wenn man nicht andauernd nach unten geguckt hat, ja, dann ist man gestolpert. Ich weiß gar nicht, Schaufenster jetzt gar nicht gebraucht, weil du musstest ja immer nach unten gucken, damit du nicht auf die Nase gefallen bist. Das sieht momentan ein bisschen anders aus. Und wenn man dann weitergegangen ist, dann war die Fußgängerzone zu Ende. Und dann hatte man rechts einen wunderschönen Bereich, aber dann kamen Autos und Parkplätze und dann ging die Fußgängerzone irgendwann weiter. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Parkraumkonzept der Hansestadt Herford an 4 oder 5 Parkplätzen scheitern wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben eine ganze Menge mehr. Und deswegen war es richtig, den Verkehr da rauszunehmen, um die Fußgängerzone durchzuführen und den Platz schick zu machen, damit da mehr Leben entsteht. Und wenn ich dann weitergelatscht bin, dann kam ich zum Kaufhof. Der sieht heute anders aus, würde ich mal behaupten. Da kann man drüber reden, ob da noch ein bisschen Grün fehlt und so weiter und so fort. Was für eine Luxusdiskussion. Vor 5 Jahren hätte man die anders führen müssen. Und das alte Kino, ich weiß, viele Herforderinnen und Herforder haben da tolle Erinnerungen. Aber es sieht jetzt, glaube ich, anders aus. Und das könnte ich so weiter erzählen und so weitergehen. In der Bäckerstraße, im Übrigen, da sind jetzt Bauanträge gestellt worden und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist richtig gewesen, als Stadt aktiv einen Masterplan zu beschließen und Geld in die Hand zu nehmen, um in die Stadt zu investieren, damit die Leute wieder Lust haben, in die Stadt zu gehen und Einzelhandel darüber nachdenkt. Und im Übrigen, wenn man die Bilanz zieht, ja, es haben doch ein paar Kneipen zugemacht, aber wenn ich sehe, welche jetzt aufmachen, ein Extrablatt, eine Kette macht nicht in Herford auf, wenn sie nicht vorher sich ausgerechnet hätten, dass sich das lohnt. Und daneben wird wieder eine Kette aufmachen. Das sind Indizien dafür, dass Herford mittlerweile anders betrachtet wird. Die letzte Herausforderung, die ich vielleicht formulieren werde, ist für Herford natürlich das Thema ÖPNV und Model Split. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr eine Entscheidung treffen werden, was mit den Bussen passiert. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mein Vorschlag ist,
Wir machen ihn frei, wir packen es vom Bahnhof und wir machen Elektrobusse innenstädtisch, damit wir die dann hin und her fahren lassen. So könnte man es zum Beispiel lösen und würde eine hohe Attraktivierung des Innenstadtbereiches machen und trotzdem kommen die Menschen von A nach B. Natürlich werden wir da andere Antworten noch haben müssen. Ich will Sie nicht langweilen, aber in den nächsten 5 bis 8 Jahren wird sich entscheiden, ob diese Stadt die Schlafstadt von Bielefeld wird oder ob sie eine eigene Stadt ist. Darum wird es gehen. Es wird darum gehen, ob wir unsere eigenständige Kultur weiterentwickeln. Und deswegen ist es richtig, auch hier darüber nachzudenken, wie wir das, was wir an Kultur haben, noch besser herausstellen können. Durch ein Forum, durch viele Fördermittel und indem wir eine Philharmonie noch anders glänzen lassen, indem wir mehr Möglichkeiten für Veranstaltungen machen, für auch Musicals oder aber auch für Interpreten, die ab 1000 Leute in einen Saal kommen. Aber es muss auch darum gehen, das traditionelle Theater zu bewahren. Theater ohne Sprechtheater geht auch nicht. Beides müssen wir machen. Und wie Sie wissen, habe ich da eine Idee. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, dass wir die Bahnhofsrückseite in dieser Stadt entwickeln. Jetzt überlege man sich mal, die damaligen Entscheidungsträger hätten beim Elsbach-Quartier gesagt, wir kümmern uns nicht drum. Es war richtig, sich drum zu kümmern als Stadt. Es war richtig, ein Martha da reinzubauen. Es war richtig, in das Elsbach-Areal zu investieren, auch als es schwierig war. Das Elsbach-Areal würde heute noch so aussehen wie damals, hätte die Stadt sich nicht drum gekümmert, meine Damen und Herren. Und das war auch risikoreich und verlustreich. Ja, aber unterm Strich gewinnt die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger. Und mit dem Hotel wird der Schlussstein gesetzt. Und dieses Hotel wird erhebliche Auswirkungen haben auf unser Angebot, das wir machen können. Auf Veranstaltungen, auf Kongresse. Es wird Leben in die Stadt bringen. Aber genauso, wenn die eine Seite fertig ist, muss die andere entwickelt werden. Und da sind wir dabei. Und da wird was kommen. Und da werden wir Vorschläge machen. So. Und von daher, glaube ich, wird es für die nächsten Jahre in Herford gute Möglichkeiten und Projekte geben. Und dann sage ich ein letztes. Stadtentwicklung findet immer in Kreisen statt. Und wenn der innere Ring fertig ist, dann müssen die nächsten Stadtteile dran. Und der nächste Stadtteil, der fällig ist, ist die Radewig. Ein wunderbares Quartier. Übrigens ein Quartier, wo man die Vision fahren kann, junges Leben, ohne Auto, direkt an der Bahn, kulturell geprägt. Könnt ihr es mal so weiterspielen. Da ist schon viel passiert über die ISG, ich sehe Hans Koch da. Aber da kann man noch viel mehr machen. Und wir werden uns als Stadt auch darüber unterhalten müssen, ob wir da gewisse Dinge ankaufen, damit das da endlich mal vorangeht. Immer noch darauf zu hoffen, dass gewisse Besitzer die Häuser verfallen lassen, irgendwann doch nochmal eine positive Wendung erfahren, ist schlichtweg blauäugig, meine Damen und Herren. Spitzensport muss sich selber finanzieren. Es sei denn, er ist so spitze, dass er als Werbeträger dient und die Stadt richtig nach außen vertritt. Das gilt für Spitzenkultur und das gilt für Spitzensport. Aber da muss man sich auf eine Sportart konzentrieren. Bin mal gespannt, wie sich der Sport hierzu äußern wird, wenn man sich auf eine Sportart konzentriert. Das ist nicht meine Aufgabe, das muss der Stadtsportverband dann machen. Bin mal gespannt, welcher Vorschlag dann da kommen wird, im Rahmen jetzt des Potpourris. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Hansestadt Herford auch Hansestadt bleibt. Im Übrigen bin ich sehr zuversichtlich, dass in Zukunft die Institutionen aus Mitgliedsbeiträgen finanziert werden. Sehr zuversichtlich. Das schafft übrigens Möglichkeiten, auch andere Dinge zu fördern. Muss man mal drüber nachdenken, wie man die frei gewordenen Mittel nutzt. Da habe ich auch Ideen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Herford auch weiterhin eine ganz aktive Hansestadt bleibt. Es ist mir völlig egal, ob man das alles bezahlt oder ob man die Möglichkeiten für seine Bürgerschaft vielleicht an der Hanse teilzunehmen. Finde ich interessanter. Und ich fände es noch interessanter, wenn wir junge Leute motivieren können, sich nicht nur mit dem Hanse-Thema, sondern mit der Geschichte dieser Stadt auseinanderzusetzen und sie von mir aus auch international rumreisen lassen.
Die beste Methode gegen Rassismus und Ideologie ist, schickt sie ins Ausland und zeige ihnen, dass die Menschen alle gleich sind. So, ich glaube, jetzt habe ich lange genug geredet, alle haben Hunger. Deswegen, ich finde es wunderbar, dass wir hier sind, weil dieses Casino steht dafür, dass es sich lohnt, als Stadt etwas zu tun. Und dass man mutig sein muss. Und dass man auch keine Angst davor haben darf, Fehler zu machen. Wer Angst hat, Fehler zu machen, macht nichts, meine Damen und Herren.